Hallo Leute, euer Motorradtour und Motorrad Adventure Touring grüßt euch zu einem neuen Video. Mein Moto Guzzi Händler, die Firma Rolandaise Mototech, hier bei mir um die Ecke, hat mich eingeladen, mal zu schauen, wie denn so ein neues Mapping für so eine V85 entsteht. Und vielleicht sogar ein Video darüber zu machen. Und dieses Video soll genau von dem berichten. Leute, ich kann euch sagen, also mich hat es ja fast weggebeamt, wie viel Arbeit sich der Roland Dess da macht, um hier das Ideale für Moto Guzzi herauszufahren. Also ich habe halt gedacht, okay, da gehst du hin, dann macht er 3, 4 Schrauben und ändert irgendwas und dann funktioniert es. Aber nein, also allein für die V85 hat er mir gesagt, ich weiß nicht, wie viele Probefahrten auf dem Prüfstand gemacht, damit er wirklich alles perfekt umstellen bzw. idealerweise für die V85 verbessern kann. Aber seht selbst. Wir haben Ende Februar und draußen regnet es Bindfäden, also nicht so ideal zum Motorradfahren. Daher bin ich mit dem Auto unterwegs. Ich fahre zu unserem Moto Guzzi Papst, Roland Dess, Firma Mototech, nach Birkenlohe. Das ist gleich bei mir um die Ecke. Der hat auf dem Prüfstand neue Updates entwickelt, speziell für die V85 TT, Euro 5 und Euro 4. Und ich sehe ja in den Gruppen, dass das wirklich oft ein Thema ist, auch vom Nachrüsten von verschiedenen Schalldämpferanlagen. Und jetzt möchte ich euch einfach mal zeigen, wie ihr das macht und was da dabei rauskommt. Ich denke, das ist ganz interessant für die Moto Guzzi-Fahrer und wir werden jetzt so ein kleines Interview mit ihm machen. Also, wenn es euch interessiert, bleibt dran. Super wäre ein Daumen nach oben oder natürlich ein Abonnement des Kanals, da würde ich mich sehr drüber freuen. Für die schwäbische Sprache kann ich leider nichts. Ihr wisst ja, wir Schwaben können alles außer Hochdeutsch. Also, viel Spaß beim Anschauen des Videos. Jetzt fahren wir also direkt zum Roland. So, hier sind wir. MGS 01. V85. Aprilia natürlich. Der V100. Der schöne. Und hier ist der Chef selber. Darf man sich vorstellen. Der Roland Dess. Da stehen jetzt natürlich noch ein paar Motorräder mehr, die alle da sind zum auch Umbauen, zum Updaten und so weiter. Da steht da so ein richtiges Edelstück hier, hat der Roland selber umgebaut. Was ist das für eine? Das sieht ja heiß aus. Das war eine Daytona oder eine Centauro genau genommen. Und die haben wir auf 1280 Kubik aufgemacht, also 130 PS hat die. Auf Vergaser umgerüstet, hatte ja eigentlich mal Einspritzen, der Kunde wollte das so. Er wollte das ganz pur haben. Offene Vergaser sieht ja richtig heiß aus. Ja, und halt edelste Komponente dran. Also ein Alutank, speziell dafür gemacht, das Heck, unsere Auspuffkrümmeranlage, unsere konische, ein Brustschalldämpfer. Ja. Super. Jetzt sind wir hier. Roland Dess, Moto Guzzi Papst. Hier, bei mir direkt um die Ecke. Und ihr seht das schon, oder ihr habt schon gesehen, es stehen viele Motorräder da. Und hier hinten verbirgt sich die Zauberkammer. Und zwar, da ist ein Prüfstand von DinoJet. Und der Roland sagt jetzt mal kurz, was wir hier machen können, bevor wir hier aufmachen. Ja, also, hallo, ich bin Roland Dess von der Firma Dess Mototech. Und ja, mit dem Prüfstand können wir eben viele Dinge machen, unter anderem halt Abstimmung von einer Einspritzanlage, damit man einfach mehr, damit die Dinger, die Motoren schöner laufen, jetzt am Gas hängen und auch mehr Drehmoment kriegen. Genau, wir können Diagnose damit machen, optimal, und natürlich Leistungsmessungen damit machen. Klar. Okay, und du kannst das nicht nur bei Moto Guzzi machen, du kannst das eigentlich für jedes Produkt machen, wo er Markt ist. Ja, wir können eigentlich alle Motoren machen, also da kommen wir nachher noch drauf.
mit der Software, wo wir die Steuergeräte programmieren können, Okay. können wir prinzipiell eigentlich fast alle Marken machen, alle Motorräder machen. Wir sind natürlich hauptsächlich oder zu 90% mit Guzzi unterwegs, weil wir uns auch ganz viel Erfahrung haben, aber wir machen auch immer mal wieder Morinis, haben wir jetzt gerade auch nicht da, Passo zum Abstimmen, oder Ducati oder KTM, das habe ich auch schon gemacht. Also, das ist möglich. Ja. Wie lange bist du Moto-Guzzi-Händler? Seit knapp 30 Jahren jetzt. Okay, also in 30 Jahren hat er da schon einiges mitgemacht, auch von der Modellpolitik her. Und ich denke mal, wenn er hier auf der Hof fährt, hört er schon ein Geräusch, was nicht funktioniert. So, wir gehen jetzt einmal hier in den heiligen Raum rein und der Roland erklärt den Prüfstand und was er hier machen kann. Dann nehme ich jetzt eine von den Kameras mit. So, perfekt. Gut. Jetzt stellen wir. Kannst du loslegen, Roland? Okay, also wir arbeiten hier mit einem Dynojet 250i Prüfstand. Das ist eigentlich ja, das Neueste, was es gibt. Und der hat eine Wirbelstrombremse, wo wir hier sehen, der Kasten da drunter. Also das heißt, eine Wirbelstrombremse heißt, wenn du fährst auf dem Prüfstand, kannst du simulieren, dass das Hinterrad Druck kriegt praktisch. Ja, also, oder abbremst wird, sagen wir mal so. Ja, Wirbelstrombremse ist ganz wichtig für die Abstimmung, speziell im Teillastbereich. Da muss ich einfach eine Last simulieren können, quasi, oder Last anlegen, dass es realitätsnah ist, wie man auf der Straße fährt oder wenn man leicht bergauf fährt. Ja. Dann muss ich ja eine Last anlegen und nicht nur die leere Rolle drehen. Und ich kann ohne Wirbelstrombremse kann ich maximal eine Vollgasabstimmung machen. Also Vollgas, da brauche ich nicht unbedingt eine Last, um genaue Werte zu erreichen. Mhm. Aber alles, was im Teillastbereich ist, da brauche ich eine Wirbelstrombremse. Okay. Also das ist auch, und der Teillastbereich ist beim Abstimmen eigentlich das Wichtigste, weil dort fährt man viel, da muss das Motorrad sauber am Gas hängen und auch möglichst schon mittlere Gasstellungen ein bisschen mehr Drehmoment generieren. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, ohne Wirbelstrombremse kann man keine vernünftige Abstimmung machen. Okay, habe ich kapiert, weil klar, ich habe natürlich auch lieber gern die Leistung bei 2.500, 3.000, wo ein bestimmtes Loch da ist, wie ganz oben, wo ich kaum fahre. Das ist ja, okay, gut, also Wirbelstrombremse, Hämmer, gut. Und dann ist noch wichtig, haben wir hier ja, zwei Ventilatoren, einmal für Zuluft. Mhm. Und wir mal rüber, zeige ich das mal. Genau. Gute Technik steckt da innen drin. Wenn man was sieht, weiß ich jetzt nicht. Aber gut, Ventilatoren sieht man, ja. Genau, und einmal für Abluft. Das sind mit den zwei Schläuche dann eben. Und die zwei sind miteinander steuerungstechnisch gekoppelt. Mhm. So, und wir haben hier einen Pulli, wo man dann quasi ja, die Zuluft und die Abluft regeln können. Einfach wie viel Fahrtwind und wie viel Kühlung man braucht, können wir hier mit dem Pulli eben das regeln. Okay. Das ist auch wichtig, um die Motortemperatur in einem bestimmten Fenster zu halten. So, also bevor wir jetzt weitermachen, fahren wir die V85 mal rein. Und auch können wir das noch besser erklären, wenn es hier steht. Wer ein bisschen technisch affin ist, wird das wirklich interessieren. So. Also, jetzt steht sie auf dem Prüfstand. Faszinierend. Wir haben ja bei dem Motorrad jetzt schon viele Mappings gemacht und die ist immer auf dem gleichen Stand und erst Originalmessung und dann mit den anderen Konfigurationen vom Auspuff und so weiter haben wir eben das Motorrad immer so stehen lassen, dass der Vergleich vorher-nachher auch wirklich nicht hinkt. Also dass der Vergleich ist. Okay. Seit wann arbeitest du mit dem Prüfstand? Also ich habe das ist schon der zweite Prüfstand. Ich habe zuerst einen Dynojet gehabt, Vorgängermodell ohne Bremse, aber damals haben wir mit Vergasermotoren mehr gearbeitet. Das war die Mitte der 90er Jahre, da sind ja erst die Eispritzer gekommen.
Und dann hat man eben gesehen, dass man ohne Wirbelstrombremse keine Abstimmung beim Einspritzer machen kann. Und dann habe ich den Prüfstand jetzt, ich weiß es gar nicht genau, 15 Jahre vielleicht. Und sagen wir mal, von der Hardware her hat er sich auch nicht geändert, denn der gibt es immer noch so. Nur die Software hat sich zwischenzeitlich natürlich schon, wir haben sogar die ganze elektronische Bauteile geändert, also da hat es mal einen richtigen Sprung gegeben. Und der hat jetzt auch die neueste PowerCore Software drauf. Und das wird ja auch immer updaten. Also das ist schon ein neuestes System. Also wir haben sie jetzt auf dem Prüfstand, wir haben sie festzurrt. Und was machst du jetzt als nächstes? Ja, jetzt werden einfach die Lambda-Sonne haben wir schon eingeschraubt. Ja. Links und rechts für jeden Zylinder einzeln und die schließen wir jetzt an. Dann schließen wir unsere Dreizackklemme an, damit wir unsere Dreizack haben. Ja, das ist eigentlich hauptsächlich. Ja. Okay, dann machst du das jetzt mal, ja, genau. Ich denke, dass wir da, ich denke nachher, dass es da ganz schön laut wird hier drin. Also, ja, wobei die Fahr 85 ja ein leises Motorrad eigentlich ist. Aber die ist jetzt ausgestattet mit einem Zart-Schalldämpfer, den auch sehr viele von euch ja drin haben. Ja? Also, was mir wichtig ist, also wichtigste überhaupt mal, dass man überhaupt mal genau messen tut, so genau wie möglich. Das ist mal Voraussetzung, damit ich auch genau so ein gutes Mapping machen kann. Ein bisschen lauter. Genau, und wegen dem haben wir jetzt, versuchen wir immer mit unserer Lambda-Sonde vom Prüfstand zum Messen immer direkt in den Krümmer reinzugehen. Links und rechts natürlich. Damit wir genaue Messungen kriegen. So, und das ist jetzt zum Beispiel ein originaler Krümmer, wo man halt die Außenhülle, weil der ist ja doppelwandig, die haben wir einfach weggemacht. Bei einem sieht es ein bisschen wild aus, macht aber nichts, muss nur technisch funktionieren. So, und wir haben eigentlich, der große Vorteil bei uns ist bei Moto Guzzi, dass wir von fast alle Modelle, also wirklich über 90%, haben wir die Originalkrümmer umfunktioniert mit eingeschweißter Lambda-Sonde. Und wenn wir Abstimmung machen, dann stecken wir nur kurz unsere Messkrümmer dran und dann können wir ganz genau messen. So, wir haben auch noch andere Möglichkeiten. Bei anderen Motorrädern kann man zum Beispiel so eine Lambda-Stütze einschweißen irgendwo, wo man es nicht so arg sieht. Oder, wenn man das nicht will, dann haben wir auch eine Möglichkeit, nur kleine Bohrungen zu setzen mit so einer Einpresshülse M8. Und dann haben wir einen Adapter, wo wir dann auch so messen können. Aber wie gesagt, wir messen nicht hinterm Cut oder hinter mit der Absaugung im Schalldämpfer drin, wie ich das auch schon gesehen habe, weil das ist viel zu ungenau, also da kann man keine Abstimmung machen. Wie gesagt, wir versuchen immer, ganz wichtig ist für mich einfach erstmal genau messen, weil das ist mal das Wichtigste überhaupt. Ich habe es ja vorhin gesagt, Roland ist ein Perfektionist und dort beginnt es einfach. Es gibt sicherlich auch andere Sätze, die machen das tatsächlich, wie er es gesagt hat, die messen hinten am Auspuff, aber wenn man technisch einigermaßen Verständnis hat, muss es vollkommen klar sein, dass da nichts dabei rauskommen kann. Ja. Und dann haben wir hier jetzt unseren Texat-Tester, wo wir hier sind ja jetzt viele Parameter, die brauchen wir nicht alle, das wäre Quatsch. Wir haben jetzt ein paar Parameter ausgesucht, was für uns wichtig ist. Also wir brauchen auf jeden Fall Motortemperatur, der Drosselladenwinkel, Gasgriffstellung, weil ich habe ja hier Drive-by-Wire, das heißt, hier seht ihr die Gasgriffstellung, Vollgas 100%. Aber was dann die Drossellappe wirklich macht, ist ja ein anderer Fall. Wie gesagt, das ist ja vom Steuergerät gesteuert. Und wir müssen das Kennfeld nach Drossellappe durchfahren. Das ist beim Drive-by-Wire gar nicht so einfach. Das ist beim Motorrad mit Gaszügen eigentlich einfach. So, und dann haben wir halt einfach unsere Lambda-Regelung hier. Da sehen wir die Regelwerte. Das will ich dann auch beim Abstimmen auch mir immer angucken können und einen Blick haben. Genau. Das ist einfach wichtig. Also ganz wichtig ist für mich auch die Motortemperatur. Also ich versuche immer, ich weiß normalerweise, wie das Motorrad bei einigermaßen normale Temperatur auf der Straße, wie heiß das läuft. So. Und ich versuche halt anhand meiner Daten, Motortemperatur und so weiter, das Motorrad in den Temperaturfenster zu halten beim Abstimmen. Das ist auch wichtig,
um auch wieder genaue Messungen zu haben. Weil wenn ich das Ding überhitzt, das weiß jeder, wenn das Motorrad im Stau gefahren wird oder total heiß wird, dann läuft die nicht mehr richtig. Das heißt, da stimmen auch keine Lambda-Werte mehr und da kann ich ja nicht Mapping machen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich im mittleren Bereich bin, da messen tue und da das Ding programmieren tue. Und dann ist natürlich, wenn sie mal zu heiß wird oder wenn sie ganz kalt ist, klar, habe ich aber mein bestmögliches Ergebnis. Das verstehe ich, ja, das verstehe ich. Genau. Und aus dem Grund lassen wir hier die Motordaten mitlaufen, dass ich die im Blick habe. Genau. Machen wir dann aber nachher noch sehr. Hier haben wir unsere Lambda-Anzeige nachher. Ja. Aber der Prüfstand zeichnet ja alles auf. Das heißt, ich zeige jetzt mal noch geschwind, wie das Kennfeld aussieht. Was habe ich hier? Das ist jetzt einfach mal ein Spritkennfeld vom linken Zylinder. Okay. So sieht es aus. Sieht aus wie eine Excel-Tabelle. Hier oben habe ich meine Drosseldappenwinkel. Okay. Hier oben habe ich meine Drosseldappenwinkel. Und hier habe ich meine Drehzahl. Sprünge, so bis 8,5, Drehzahl wären sich bei 8000. Und das Grüne, was ich jetzt markiert habe, das ist der Lambda-Regelbereich. Hier, in dem Bereich, also bis Viertelsgasstellung, also Drosseldappenstellung, nicht Gasstellung, regelt die im Prinzip auf Lambda 1. Also der grüne Bereich da drüber, wenn ich mehr Gasstellung habe oder auch mehr Drehzahl wie 5,5, ist die Regelung aus. Genau. Und wir müssen jetzt einfach beim Abstimmen diese Reihe hier abfahren. Das heißt, ich muss Vollgas 82 Grad Drosseldabel. Okay. Das muss ich abfahren, dann die nächste Drosseldabel. So, und da messe ich mein Lambda auf beide Zylinder. So, und dann habe ich bei jeder, im Prinzip bei jeder Drosseldabel und bei jedem Drehzahl habe ich mein Lambda-Wert dazu. Ja. Und dann kann ich nachher mit meinem Programm jede einzelne Zelle, das zeigen wir dann, im Prinzip bearbeiten und das Lambda so verändern, dass, wenn die da zum Beispiel zu mager oder zu fett ist, diese eben abmagern oder anfällen, sodass wir den optimalen Lambda-Wert haben, wo der Motor braucht, um das optimale Drehmoment und die Leistung zu generieren. Okay. Genau. Ihr seht schon, das ist ja eine Wissenschaft für sich, da muss tatsächlich fast studiert sein. Also, ist echt nicht einfach. Also wenn ich da drauf gucke, ist das für mich wieder Ochsenberg. Aber gut. Ich habe andere Sachen zu tun. Also, ich würde es mal sagen, dass wir jetzt mal ein paar Drosseldabel durchfahren, einfach mal, dass man mal sieht, wie das funktioniert. Genau. Und ich werde auch mal nachher also die obere Drosseldabel fährt man dynamisch durch. Und die untere Drosseldabel, also da die Lambda-Regelung aktiv ist, also sich bei maximal Viertels oder 14 Grad Drosseldabel zum Beispiel, das ist eine ganz kleine Drosseldabel, da fährt man das statisch durch. Da mache ich auch mal eine Drosseldabel, einfach um das zu sehen, wie das funktioniert, das statische. Ja. Das heißt, da wird der Motor, also beim dynamischer, gebe ich eine gewisse Last drauf und dann beschleunigt der hoch, ähnlich wie auf der Straße, wenn ich jetzt vielleicht einen leichten Berg hochfahre. Und beim statischer, da ist es so, dass ich dem vorgebe, ich will alle 250 Umdrehungen, soll er den Motor kurz anhalten, also quasi festheben mit der Bremse, damit das Lambda sich einregelt und damit er genau misst. Und dann gebe ich dem vor, er soll zum Beispiel 2 Sekunden den Motor festhalten und dann geht er wieder 250 Umdrehungen hoch und hält ihn da wieder fest. Das ist einfach im Teillast, kann ich nicht dynamisch hochfahren, da würde die Lambda-Messung nicht realitätsnah sein. Von daher macht man da die Step. Okay. Die Step. Die einzelne Step. Roland, wenn ich jetzt die Euro 5 nehme, hier, mit der Messerei und mit der Abstimmerei, was für mich ist die Frage, was bringt mir das für Vorteile, wenn ich das Motorrad fahre? Habe ich da mehr Kraft, habe ich mehr Drehmoment oder habe ich einfach mehr Heckgeschwindigkeit oder was ist das,
was da eigentlich das Ziel ist für diese Mappings. Ja, also man muss immer sehr genau, was man will. Also man kann jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, okay, Originalkonfiguration, das heißt Ansaugsystem, Aussaugsystem bleibt original, Ja. und wir machen dann ein Mapping. Haben wir bei dem Motorrad jetzt auch gemacht. Also bei Euro 5. Genau, bei Euro 5 war aber so, man muss ganz klar sehen, dass quasi vom Drehmoment her, von der Leistung her, wenn man jetzt richtig beschleunigt, kann man nicht allzu viel rausholen, wenn man nichts an der Konfiguration verändert. Ja. Weil, wo der Gutzi, sagen wir mal, die Lambda-Werte nicht so daneben sind, dass man da viel holen könnte. Man kann den Lambda-Regelbereich ein bisschen optimieren, damit sie da schöner läuft, aber man darf da nicht zu viel erwarten. Es ist so, wenn wir richtig Drehmoment generieren wollen, wir haben da jetzt auch wirklich Drehmoment gefunden, hat mich selber überrascht, sogar ganz unten bei 2.500, 3.000 bis zu 9 Newtonmeter sind 14% mehr. Das ist viel. Ja, aber dazu muss man einfach sagen, also wir haben erstmal Tests gemacht, um zu wissen, was braucht es nun. Wir haben verschiedene Krümmeranlagen probiert, verschiedene Schalldämpfer dazu, am Aussaugsystem, wie man längere Ansaugtrichter probiert, dann geöffneter Luftfüllerdeckel mit BMC, Luftfüller und so weiter. Einfach zu gucken, okay, wie reagiert das Motorrad, was braucht es. Ja. Und da haben wir wirklich interessante Sachen rausgefunden. Jetzt stehe ich schon wieder. Auch beim Euro 5 Motorrad, die hat ja eigentlich einen Krümmer ohne Interferenzrohr vorne. Was hat die? Also Euro 5 Motorrad hat einen Auspuffkrümmer vorne ohne Verbindungsrohr, Interferenzrohr sagt man auch dazu. Wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt diesen Messkrümmer, der hat ein Interferenzrohr. Ja. Und wir können auch später die Anlage zeigen. Es gibt von Maas eine Krümmeranlage mit Interferenzrohr für dieses Euro 5 Motorrad mit ABE, also zugelassen, homologiert. Und die verwenden wir dann. Und da haben wir auch in dem Querrohr haben wir nur eine Durchflussveränderung gemacht. Das haben wir auf dem Prüfstand so lange probiert, um den optimalen Kompromiss rauszufinden. Okay. Damit wir möglichst eine saubere Drehmomentkurve kriegen mit möglichst viel Drehmoment. Und das zeigen wir dann auch später, was da dabei rauskommen ist. Okay. Also wie gesagt, bei dem Motorrad kann man unten 9 Newtonmeter, auch oben bei 5.000, 6.000 haben wir auch 9 Newtonmeter, also mit der optimalen Konfiguration. Also das heißt im Klartext für jeden, der V85 fährt und sagt, ich möchte nur ein bisschen was rauskitzeln, bist du eigentlich der richtige Ansprechpartner. So muss man sagen. Ja, also sage ich bin wirklich eine Woche, ich habe über 300 Messfahrten gemacht. Okay. Ich bin über eine Woche Zeit investiert, bis ich einfach mal weiß, okay, was kann man mit was erreichen, also mit welchem Auspuffsystem, und dann kann der Kunde, wir haben auch gesehen, wir haben 3 verschiedene Schalldämpfer, Original, einen Akrapovic und einen Zart, der jetzt gerade dran ist. Ja. Und dann kann auch der Kunde quasi entscheiden, der Zart ist jetzt der lauteste. Also der ist schon mit der anderen Krümmeranlage schon deutlich lauter wie Original. Ja. Der geht unten raus unheimlich gut. Ja. Ist aber wie gesagt schon Also, laut. okay. Der Originale ist leiser und der Akrapovic ist der leiseste. Der Echt? Akrapovic Das ist glaubt der man gar nicht, leiseste. oder? Das glaubst du gar nicht Und eigentlich. der ist unten schlechter bei 2.000, 3.000, dann ist er aber in der Mitte bei 4.000, 5.000 ist er der Beste. Okay. Also da kann der Kunde sagen, okay, ja, das ist mir zu laut, ich nehme den Akrapovic. Der hat dann ein bisschen andere Drehmomentkurve, also das kann man sich dann einfach ein bisschen zusammenstellen. Das gucken wir uns aber noch einmal an. Genau. Genau. Jetzt würde ich einfach sagen, dass wir das mal durchfahren, Genau, jetzt machen wir das mal. dass man Genau. sieht, und dann können wir dann auch noch was dazu sagen. Genau, wir machen jetzt hier unsere Lambda-Sonderheizung an, links und rechts. So, das dauert so ein bisschen und dann geht hier die Sondermessung an. Und dann können wir auch, fahren wir das Motorrad erstmal warm, das sehen wir ja hier an der Motortemperatur. Okay, Da ist auf jeden Fall, weil das Motorrad läuft eigentlich,
das ist ja die Kopftemperatur, hat es nichts mit der Öltemperatur unbedingt zu tun. Das Motorrad läuft eigentlich so bei so zwischen 110 und 140 Grad im Normalfall. Okay. Oder 130 mindestens auf der Straße. Ja. Wird auch teilweise deutlich heißer. Aber wir gucken, dass wir in dem Temperaturfenster dann fahren. Und Okay. dann fahren wir sie erstmal warm und dann genau, können wir messen lassen. Okay, dann fahren wir es jetzt warm und dann geht's weiter. Also Step 1 ist jetzt Warmfahren. Genau. So. Wie auf der Straße. Warmfahren ist schon wichtig. Ja.
Ja, wir haben jetzt einfach mal nicht das komplette Kennfeld durchgefahren, sondern einfach zum Zeigen. Sind wir jetzt mal 2 Drossellabe dynamisch durchgefahren erst. Vollgas einmal und das andere war, glaube ich, 59 Grad. Hier sieht man jetzt mal die Vollgas-Lambda-Kurve. Also auf dem Prüfstand ist Air Fuel, also Kraftstoff-Luft-Verhältnis. Zylinder 1 ist der linke Zylinder, ist das dunkelrote, und Zylinder 2 ist das hellrote. Und wir streben bei Vollgas an 12,7, das entspricht Lambda 0,86. Also bei einem luftkühlten Motor muss man die schon ein bisschen fetter machen wie bei einer Wasserkühle zum Beispiel. Das sieht man mal jetzt hier, nach oben ist es mager, nach unten ist es fetter. 14,7 ist Lambda 1, also sehr mager, genau. Hier sieht man, Mager bedeutet, sie neigt zum Druckleveln, oder? ja, also natürlich hängt sie da nicht so schön am weichen Gas, und sagen wir mal, optimale Leistungsausbeute habe ich bei Vollgas beim luftkühlten Motor irgendwo zwischen 12,7 und 13. Okay. Also egal wie mager Gang, verliere ich in Leistung. Okay. Und der Motor wird auch Häuser, er läuft auch Häuser, weil er mageres Gemisch hat. Und hier sieht man, hier sind wir ein bisschen zu mager. Da ist ein Tick zu fett. Also wir wollen ja eigentlich von vorne bis hinten 12,7 haben. Also auf dieser Kennlinie praktisch. Genau, und beide Zylinder nicht, man kriegt die nie genau übereinander, Ja, das ist aber schon klar. beide Zylinder, dass sie einigermaßen Sich an der Linie orientieren. gleiches Gewicht haben. Ja. Genau. Dann gucken wir mal die 59, das ist so 3/4 Gasstellung. Da sieht schon ein bisschen schön aus. Hier ist sie noch zu fett. Genau, und dann sagt jetzt mal, dann gucken wir mal nochmal die 14 Grad, das ist quasi jetzt, so sieht eine Kurve aus, wo die Lambda-Regelung aktiv ist. Das heißt, wir haben bei den Motoren der Sprungsonde, das sieht man, die springen immer hin und her. Okay. Und das ist auch das, warum, also bei den Euro 3 Motoren, wenn es der Kunde möchte, schaltet man die Lambda-Regelung ab. Weil dann läuft das Motorrad natürlich deutlich schöner. Dann können wir das hier im Bereich von natürlich 13,5, 14 laufen lassen, also etwas fetter, und dieses Hin- und Hergespringe ist nicht dabei. Also man muss ja sehr, der Motor, der springt immer mal wieder, ist er unter Lambda 1, also ein bisschen fetter, und mal wieder quasi mager wie Lambda 1, und dann wird es schon kritisch. Wenn der so geschwind auf mager springt, ja, dann ist das Gemisch schon fast nicht mehr zündfähig. Okay. Und dann kriege ich solche Stocker rein, oder dass sie nicht weich ans Gas geht, sondern hart ans Gas geht. Das ist eigentlich, das sieht man hier recht gut. Genau. Also bei dem Euro 4 und Euro 5 Motorrad, was wir hier haben, können wir die Lambda-Regelung ein bisschen beeinflussen. Wir können es im Moment aber nicht abschalten. Also unser Softwaremann, die arbeitet daran, ich habe den ja einen Auftrag gegeben, dass wir die Lambda-Regelung noch ein bisschen besser beeinflussen können. Also sprich, sie ein bisschen fetter machen können, damit das Motorrad auch ganz unten noch ein bisschen schöner läuft. Okay. Genau. Das wird man sehen. Also wir können dann, hier habe ich meine User Channels, heißt das. Das habe ich mal angelegt. So, und dann habe ich hier zum Beispiel prozentuale Änderung Zylinder 1, da will ich den Air Fuel Wert von 12,7 strebe ich an, das will ich ja haben. Ja. Also wähle ich das an, und dann tut er mir jetzt quasi automatisch, hier haben wir die Drehzahlsprünge, das ist jetzt quasi mein der Lauf, also Vollgas, 82 Grad Drosseldampf, zeigt er mir jetzt zum Beispiel bei 3000, muss ich 7,2% anfangen. Ja. Oder hier muss ich, da oben aus ist zu fett, Ja. da muss ich 3% abhaken. Okay, das macht er automatisch. Oder er berechnet das? Er berechnet das nach der Formel, wo ich da bei den User Channels hier hinterlegt habe. Okay. So, und dann bei 59 Grad zum Beispiel, gucken wir schon rein, muss ich gucken, User Channel, was haben wir? Also 59 Grad ist immer die Drosselklapperstellung. Ist immer die Drosselklapperstellung, Ja. hat nichts mit der Gasstellung zu tun, Ja. sondern die Klappe, weil die Klappe offen ist. Ja. So, und da habe ich mir jetzt hinterlegt, okay, bei 59, da machen wir jetzt 13, also Ist quasi bei Vollgas meist im fetteste. Ja.
dann gehen wir ein bisschen mager und im Teillastbereich natürlich nur ein bisschen mager. Also immer noch fett genug, aber man braucht es ja nicht rotfettig im Teillastbereich laufen, das wäre ja Quatsch. Und dann berechnen wir die Werte. Ja. Auch jetzt für 13,0 zum Beispiel. So. Und dann gehe ich in mein ECM Titanium Programm. Also, das wollte ich vielleicht noch sagen. Wir verwenden da von Alientech das Programmiersystem ECM Titanium. Ja. Das habe ich jetzt nur mal hier auf dem Bildschirm zum Zeigen. Also, ich habe hier der Treiber, wo ich meine verschiedenen Sachen, was ich verändern kann. Also unter Luftkontrolle, gewünschte Motorlast 1 und 2 ist Zylinder 1, Zylinder 2. Also da könnt ihr jetzt 4 Zylinder machen, das System, aber 3 und 4 gibt es halt jetzt quasi nicht. Da tue ich das sind meine Spritkennfelder hinterlegt, wo ich das verändern kann. Und dann, also schwarze Punkt ist jetzt das Map, wo ich was verändert habe. Und das ist jetzt zum Beispiel Zylinder, die Lambda-Steuerung. Ja. Zylinder 1, Zylinder 2. Das Lambda habe ich auch ein bisschen angepasst. Das sieht man da drauf. Dann zeige ich mal, Moment, falsch. Ich muss jetzt können suchen. Genau, das ist jetzt so ein Spritkennfeld. Ja. Da sieht man jetzt zum Beispiel, das sind jetzt Änderungswerte, das grau hinterlegte sind jetzt zum Beispiel hier 2,94%, habe ich angefettet. Okay. Das ist jetzt, hier unten haben wir den Lambda-Bereich. Ja. Genau. Und hier oben ist die Beschleunigung. Da sieht man jetzt bei dem Auspuffsystem, die legt jetzt bei 4000 bis 5000 legt die unheimlich viel Drehmoment zu. Ja. Das heißt, die kriegt viel mehr Luft rein, also braucht sie auch mehr Sprit. Da haben wir hier fast bis zu 30%, den wir da auffetten. Okay. Das heißt, wenn jetzt einer den Auspuff mit den Krümmer noch macht und fährt im originalen Mapping, dann läuft die 30% zu mager. Wenn der auf der Autobahn fährt und da heizt in dem oberen Bereich, dann überhitzt der Motor. Ist schon Motor schon fast vorprogrammiert. Man kann nicht zu viel ändern am Auspuffsystem, weil da reagiert die extrem, da legt die extrem Drehmoment zu, was ja gut ist, was wir ja wollen. Ja. Aber dann muss ich auch das mit dem Sprit hinterlegen, also ich muss auch ein Mapping dafür machen, ganz, ganz wichtig. Ja. Also das denke ich mal, ist jedem Fahrer klar, wenn ich eine Veränderung vornehme, ist der Umbau des Auspuffes nur eine Sache. Wenn aber der Motor nicht angehe ist es oft so, dass er eher das Negative dann beeinflusst. So muss man ja, glaube ich, sagen. Ne? Das ist ja eher der Negativzähler. Ja, und dann, also das ist jetzt mal prophylaktisch, einfach zum Zeigen. Ja. Ich zeige jetzt mal noch ein paar Lambda-Kurven. Quasi vorher, nachher. Also das ist jetzt, da oben sieht man jetzt, achso, da kann ich nicht, weil ein bisschen schwierig. Das ist jetzt einfach ein Lauf mit 36 Drossellabe, ist so Halbgasstellung. Ja. Und da sieht man jetzt, wo ich angefangen habe, hier in dem Bereich, wo sie so viel Drehmoment zulegt, ist sie richtig mager. Und die Zylinder sind brutal weit auseinander. Linker Zylinder, rechter viel mager, wie der linken geht. Ja. So. Und dann haben wir das eben so lange programmiert, verändert, bis wir dann jetzt haben wir quasi dann die blaue Kurve als Ergebnis. So, und das sieht schon mal ganz gut aus. Wir wollten 13,0 ungefähr haben. Ja. Beide Zylinder einigermaßen gleich. So würde ich jetzt sagen, ist das gut. Okay. Genau. Ich habe nochmal eine extreme Kurve. Es gibt eine Krümmeranlage für die Euro 5, wo kein Querrohr hat, so wie wir das machen. Das kann man eigentlich ohne Mapping gar nicht fahren, meine Augen, also aus meiner Sicht. Da sieht man jetzt, bei der Krümmeranlage, die hat auch keine schöne Drehmomentkurve. Das heißt, die Krümmeranlage, die legt bei 3000 so viel Drehmoment zu, dass sie da nicht so dermaßen abmagert. Ich meine, da sind wir ja weit über Lambda 1 schon. Ja. Und dann, der Krümmer hat auch das Problem, bei 3000 legt er wahnsinnig zu und dann geht er in ein Drehmomentloch rein. Das sieht man hier. Hier hat sie das Loch und wegen dem überfettet sie hier. Ja. Hier kriegt sie quasi wenig Luft rein
Hier seht Also muss ihr man- das. Also Ja, oben also die Fälle Drehung sind- spitz und hier geht es dann wieder abwärts. Ober geht es dann relativ gut und da sind auch komischerweise hier die Zylinder wahnsinnig weit auseinander. Da ist der linke jetzt auf einmal mager und der rechte, der wäre jetzt nicht ganz schlecht quasi. Also da sieht man mal, was da passiert, wenn man am Motorrad viel ändert und die Leute meinen, ja, klar geht sie bei 3000 besser, auch wenn sie so mager ist. Aber beim Motor tue ich ja nichts gut. Ja. Und außerdem hole ich auch nicht das raus, was Ja. der Auspuff könnte. Der wird heiß wie die Sau, eigentlich, wenn du unten fährst und hat zwar schon mehr Leistung, das hat er ja, der Drehmoment, aber das ist halt für den Motor nicht gut. Ich zeige euch mal, ich muss jetzt schon ein bisschen suchen. Ich habe die Drehmomentkurve für diesen komischen Krümmer. Moment mal. Genau, das sieht man jetzt. Also blau ist original Euro V85 Euro 5. Ja. Blaue Kurve ist ganz original. Und die rote Kurve ist dieser spezielle Krümmer, wo ich gesagt habe, wo bei 3000 so viel zulegt, das sieht man ja hier, Ja. wahnsinnig. Ja. Da wagert sie total ab und hier hat sie ein Drehmomentloch, Ja, genau. hier überfettet sie und Ja. oben aus geht sie wieder gut. Ja. Also hier sieht man das wirklich gut. Das ist jetzt das Ergebnis, was wir rausgefahren haben. Also rot ist jetzt in dem Fall, das sieht man jetzt hier, wenn man es lesen kann, rot ist Originalzustand wieder, also es sind jetzt nur Drehmomentkurve. Ja. Weil da sieht man das eigentlich auch am besten. Drehmoment ist das, was man spürt, wenn man beschleunigt. Die Leistungskurve ist eher uninteressant. Okay, da sieht man jetzt, wir haben jetzt 3 verschiedene Auspuffe. Also einmal ganz Originalsystem, Das ist der rote. das ist der rote, und dann haben wir unseren Maßkrümmer mit Querrohr plus Originalauspuff ist grün. Sieht man hier? Also Maßkrümmer ist ein Nachmischsatz, wo es gibt zu kaufen mit AWE. genau, Ne? mit AWE, genau. Okay. Und da haben wir jetzt mit dem Originalauspuff die grüne Kurve. Also man sieht jetzt mal bei 2400, da Ja. haben wir ja schon, weiß nicht, das sind jetzt ungefähr 7-8 Newtonmeter mehr. Ja. Gut, dann geht es so weiter. Hier haben wir ein bisschen mehr wie Original und da oben haben wir wieder 9 Newtonmeter mehr. Also Und ist da oben der auch grüne Leistung. ist was? Ist Originalauspuff. Okay. Also dieser Krümmer mit in Verbindung mit dem Originalauspuff. Also der Maßkrümmer in Verbindung mit dem Originalauspuff. Genau. Ist ja schon mal nicht schlecht eigentlich, oder? Und dann mit dem lauterer Auspuff, der Zart ist halt lauter. Ja. Das ist die gelbe Kurve, das ist der Zart. Ja, okay. Der sieht man da, der ist halt offener, der bringt da unten nochmal mehr. Ja. Also hier haben wir ja 9 Newtonmeter mehr bei 3000 Umdrehungen. Brutal. Das ist brutal viel. Hier hat er wohl eine leichte Delle, aber es ist ja, er verliert ja kein Drehmoment. Nee, immer noch besser wie der Original. Oben aus sind sie eigentlich alle ungefähr gleich. Ja. Und dann haben wir die blaue Kurve, das ist der Akapowitsch, das ist der leiseste Auspuff. Okay. Also wer es nicht zu laut haben will, da sieht man aber, dass er hier halt nicht ganz so gut ist, Ja. ganz da unten, Ja. aber hier in der Mitte, Ja. so ab 3,5, 4, da ist er eigentlich der Beste. Da ist er jetzt wieder besser. Oben aus, wie gesagt, sind sie alle gleich. Okay, also das heißt eigentlich im Klartext, wenn ich sie modifizieren will, dass die richtig gut läuft, brauche ich einen Krümmer, einen anderen Krümmer. Richtig. Ich brauche einen Auspuff. Den ich, Man kann mit dem Originaler Auspuff fahren, da hat man die grüne Kurve, ist ja durchaus okay. Und ich brauche einen Luftfilter in drin. Das habe ich jetzt vergessen zu sagen, genau, das habe ich hier auch geschrieben. Wir haben einen BMC-Filter drin, so einen Sportluftfilter. Aber das ist eigentlich nicht so das Maßgebende, das wird man auch mit dem Original, mit einem guten Papierluftfilter, wenn er sauber ist, Okay. genauso erreichen. Aber das Wichtige ist der geöffnete Luftfilterdeckel, dass die mehr Luft kriegt. So, wenn man das Und das ist auch alles gesetzeskonform, oder? Also das Ding hat ABE oder was weiß ich was dabei. letztendlich bewegt man sich da schon in der Grauzone. Also jetzt mit dem Auspuff nicht eigentlich, weil Die haben eine der ABE. Krümmer hat eine ABE, Ja, klar. da ist auch einer drauf, da kriegt man auch ein Zertifikat dazu. Und Auspuff, die haben ja entweder Originalauspuff oder Zart, die haben auch alle ABE. Ja, Klar, was mit einem offenen Luftfilterdeckel, man gibt ja der eigentlich bloß mehr Luft, das wird natürlich vom Aussauger ein Tick lauter, aber Ja. ich sage mal, bei dem Zart höre ich das eigentlich nicht. Früher konnte man das auch eintragen, eventuell kann man das eintragen, wenn man das haben will, aber das sieht kein Mensch. am besten macht man Aber gar nichts. genau genommen, Ja. ja. Also wenn man das nicht haben will mit dem offenen Luftfilterdeckel, dann hat man da unten die gleiche Kurve. Aber hier da oben, die 9 Newtonmeter, Ja. da haben wir vielleicht noch 3-4 Newtonmeter. Also da oben gewinnt, da braucht sie eben die Luft.
Da unten braucht die Luft nicht. Okay. Mit dem offenen Deckel. Das heißt, Also, wir haben für alles eigentlich ein Mapping jetzt schon fertig. okay. Bei wie vielen Umdrehungen sind wir da jetzt, wo sie diese 9 Newtonmeter entwickelt? Oben? Ja. Ja, das sieht man unten, da sind wir bei 5,5. 5,3. Also das ist natürlich schon ein Bereich, wo man eigentlich auch fährt. Muss man sagen. Also, Also, überholt. ja, genau. Und genau. da ist schon ein Bereich, wo man nutzen kann. Ja. Also vielleicht in die Berge nicht so, aber Ah, doch, eigentlich auch. eigentlich Ja, auch. Also wenn ja. man mal kurz gerade kommt, weil der Auto überholen, dann Gut, wobei 9 Newtonmeter, wie viel Prozent? Das sind richtig also viel. unten haben wir 9 Newtonmeter, sind es da 14%, oben sind es brutal. 12%. Das ist aber richtig was, viel. wo man richtig spürt. Ja, das Also spürt man richtig. Wo einem auch was nutzt. Also Gut, ich weiß es ja von meiner ersten Style oder von der zweiten, da war sie genauso, die hat auch dieses Drehmomentloch da gehabt und da hast du in den Berg fast gar nicht fahren können. Und nachdem du sie umgestellt hast, war das weg. Ja, Die war halt ein wenig lauter, okay, das ist ja, wir damals noch, da war es noch in, heute ist es nicht mehr ganz so in, ja. genau, also das ist das, was wir erreichen können. Also wie Ja. gesagt, mit dem Maßkrümmer, wo wir dann dieses Interferenzrohr vorne, das Querrohr noch modifiziert haben, also mit dem Durchlass, den haben wir verändert. Okay? Das haben wir, weil sonst funktioniert das auch nicht so gut. Sonst haben wir wieder ein Loch drin, Ja. woanders. Ja. Das Loch ist dann bei 3000, Ja, komischerweise. Also da haben wir wirklich ewig rumprobiert und einen optimalen Kompromiss rausgefunden. Und ich habe jetzt eigentlich nur Schmankerl vor, ich will noch was probieren. Ob das was wird, wo man verkaufen kann, weiß ich nicht. Wir werden in das Querrohr mal eine Klappe einbauen, wo man elektrisch steuert nach Drehzahl. Das wäre das Optimale. Da können wir, also das bringt da oben nichts, aber da unten können wir noch mehr Drehmoment generieren und noch eine schönere Linie hinkriegen. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt mit dem Durchfluss einen Kompromiss gemacht, aber Ja. eigentlich müsste die Klappe, müsste das Querrohr bei gewissen Drehzahlen ganz offen sein, bei gewissen ganz zu. Wir haben jetzt, wie gesagt, das ist aber jetzt was, wo ich halt noch mal versuchen will, was man da noch... ja als Perfektionist halt. Genau, Das ist, also genau. schon mal, wie soll ich sagen, interessant und das will ich auch noch mal probieren. Aber das müssen wir halt so näher überlegen. Okay, ich lese ja viel auf unserer Facebook, also in den Facebook-Gruppen, dass, sagen wir mal, erstens mal das Klingler ein Riesenthema ist und zum Zweiten natürlich auch viele sagen, ja, oben aus geht es nicht so richtig. Also ich denke, wenn er da ein bisschen Geld in die Hand nimmt, seid ihr dann hier schon richtig beim Roland Days, weil der macht es so, dass das wirklich auch spürbar ist. Ja. Es bringt ja nichts, wenn man einen Satz im Internet kauft, das Ding einbaut und nachher ist es eigentlich kontraproduktiv. Ja. Wie gesagt, mit dem Klingler, das erste ist mal wichtig, dass die Lambda-Kurve, dass das Lambda stimmt, dass er nicht zu mager ist in bestimmten Bereichen. Ja. Dann ist das Klingler im Normalfall eigentlich schon weg. Wir können eigentlich das Klingler richtig behaupten, also es gibt da verschiedene, die Motoren sind ein bisschen unterschiedlich. Der eine klingelt ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Ja. Weil es auch einfach Toleranzen gibt im Motor. Aber wir können hier im Zündkennfeld, wir haben ja hier das Zündkennfeld für jeden Zylinder, Ja. da kann ich auch zum Beispiel sagen, okay, wo klingelt sie? Das kann ich auf dem Prüfstand probieren, wo sie klingelt und kann dann auch die Zündung zum Beispiel da ein bisschen zurücknehmen. Ja. Dass man das Klingeln wirklich ganz wegkriegt, Ja. ohne dass man jetzt eine Leistung verliert. Mhm. Also da haben wir eigentlich alle Möglichkeiten, sage ich mal. Genau. Gut. Ich meine, ich habe das jetzt ja gesehen, das ist schon sehr, der Roland macht das auch wirklich sehr akribisch und wirklich, wie er sagt, er kriegt, wenn er ein Problemfällchen hat, ist das für ihn kein Problemfällchen, weil er macht es weg. So, also wir haben jetzt euch gezeigt, wie das funktioniert, wie man hier so ein Mapping erstellt und wie man vielleicht das aufs Motorrad drückt. Jetzt geht es ja darum, wie ihr das macht, wenn ihr sowas bestellen wollt. Und grundsätzlich, wir haben es vorher schon mal angesprochen, der Roland kann das für Moto Guzzi machen, da ist er eigentlich prädestiniert dafür, für Aprilia denke ich genauso, für Ducati, KTM und was es so alles gibt. Er kann euch hier helfen, wenn ihr hier einfach ein Problem habt vom Laufen her. Und dann ist es so, es gibt verschiedene Wege, wie ihr da dazu kommt, die beschreiben wir jetzt. Und ihr geht am besten mal auf die Internetseite www.daes-motortech.de und dann gibt es einen Job. Und der zweite sagt jetzt der Roland. Genau.
Also wie gesagt, wir haben die 3 Möglichkeiten. Einmal, der Kunde kommt zu mir und dann können wir eben, je nachdem was er dann haben will, vom 3-Moment-Kit her, die Krümmeranlage, den Schalldämpfer montieren, Ansaugsystem verändern zum Beispiel, wenn er das haben will. Und dann das passende Mapping, was wir hier ja schon gemacht haben. Okay. Also wir haben jetzt mittlerweile über 10 Mappings gemacht, verschiedene Konfigurationen, nur für das Euro 5 Motorrad. Dann kann man eben das draufflashen, drauf programmieren auf Steuergerät, so, und er kann wieder weiterfahren. Ich frage jetzt mal drauf, wenn jetzt einer kommt, der fährt so ein Centenario, wie ich gefahren habe, hat einen Zartauspuff drin, keinen Krümmer. Dann sage ich, Roland, ich habe das Motorrad, das Modell ja, und habe den Auspuff, und dann kannst du mir genau für dieses Modell mit dem Auspuff das Mapping liefern, ein verbessertes Mapping liefern. Genau, weil es ist so, bei Alientech, mit der Technik ist es so, dass ich erstmal, wenn ich im Mapping drauf spiele, tue ich erstmal dieses Originale auslesen und dann sehe ich genau, was ist für Mapping, ob der zum Beispiel das neueste Update drauf hat, Okay. weil das ist wichtig, das sehe ich an der Kalibrierung. Und das System wird auch gleich sagen, wenn das die falsche Kalibrierung ist, das passt nicht. Okay. Ich kann es gar nicht draufladen. Also da kann ich eigentlich gar keinen Fehler machen, weil ich eben das Original erstmal auslese und dann dieses passende habe für die Konfiguration, wo ich eben hier entwickelt habe. Und wir sprechen jetzt nochmal von der V85 speziell, TT, Modelljahr oder egal, Euro 5, Euro 5. Euro 4. Da gibt es ja diese. Euro 4 kommt jetzt als nächstes, werde ich nächste Woche anfangen. Ja, Da habe ich ja schon 2 Motorräder da, wo ich machen muss. Da gibt es dann auch die Variante mit dem Auspuffsystem. Also im Prinzip dasselbe, bloß eben Euro 4 muss ich neue Mappings machen, weil die hatten einen anderen Rechner, eine Rechnergeneration. Okay. Da muss das eben nochmal alles komplett machen, aber das kommt jetzt als nächstes. Genau. Und Leute, auch eins ist ja auch klar, wenn du draußen beim Roland auf die Kennzeichen guckst, die sind natürlich nicht alle hier aus der Ecke, sondern die kommen wirklich weit her. Also Berlin war vorne eins gestanden, habe ich gesehen, ein Freiburger Kennzeichen. Also das sind schon Leute, die wissen, was er macht und auch hierher kommen und denken, die war das Video. Genau. Ja. So, machen wir weiter also gerade von der Bestellung, oder wie läuft es dann weiter, wenn der auf deiner Seite ist, dann im Shop drin ist. So. Genau. Also genau, wir werden das dann hoffentlich in 1, 2 Wochen oder jetzt der nächsten im Shop drin haben. Da kann man dann entweder über das Fahrzeug reingehen, also man sucht sein Fahrzeug raus, V85 TT, und dann wird es eben angezeigt, was wir da dafür haben. Ja. Motortuning-Bereich, klickt man da rein auf das Produkt und dann wird es auch nochmal erklärt. Da sind auch eine Leistungskurve hinterlegt. Okay. Da gibt es die verschiedenen Kits mit den verschiedenen Konfigurationen. Also jetzt Mapping für einen Serieauspuff oder Serieauspuff mit offenem Luftfüllerdeckel oder dann die Variante mit Krümmer, Originalauspuff oder anderer Auspuff. Also das kann man sich da auswählen. Da hat man eigentlich auch die Preise, das wird es auch nochmal erklärt. Sind auch die Leistungskurve hinterlegt. Genau. Und dann kann man, wenn man das dann bestellt in den Shop, dann kriegt man eben zum Beispiel den Krümmer, dieses Flashgerät, also diesen Kundenflash, diesen PowerGate 3 Plus, heißt der. Ja. Das kriegt der Kunde zugeschickt. Und dann kann er dieses Gerät an den Diagnosekabel, an den Diagnosestecker vom Motorrad anstecken und tut das originale Kennfeld auslesen. Ja. Erstmal. Da gibt es auch übrigens ein Video dazu, wie man das macht. Da gibt es ein Video dazu. Ich tue das jetzt nur im Groben erklären, das ist nicht so genau ins Detail gegangen. Auf jeden Fall schickt er mir dieses Original-Kennfeld her, damit ich wieder sehe, die Kalibrierung, damit ich das richtige Mapping von mir für die Konfiguration, was er ausgewählt hat, ihm dann schicken kann, per E-Mail. Er lädt es auf dieses Modul wieder zurück vom PC und spielt es dann selber aufs Motorrad. Also Und er hat, was der große Vorteil ist, er kann jederzeit wieder dieses originale, Kennfeld wieder draufspielen, wenn er zum Beispiel das Motorrad verkauft und sagt, ja, ich baue sie wieder zurück vom Auspuff her, baue sie wieder original zurück, will sie original verkaufen. Dann baut er seinen originalen Auspuff dran, spielt das originale Mapping wieder drauf und alles ist total original. Also das Tuning-Mapping, wo ich ihm schicke und das Originale, das kann er 20 Mal hin und her spielen und das bleibt immer hier auf dem Speicher drauf. Ein weiterer Vorteil ist noch, man kann mit dem Gerät auch Diagnose machen, Fehler löschen und also mit dem Gerät, wenn er
zum Beispiel Motorrad verkauft, spielt das originale Kennfeld Zurück. zurück und dann ist der quasi wieder frei. Dann kann man den Speicher löschen und kann ihn für ein anderes Motorrad verwenden. Ah, super. Dann hat er sein nächstes Motorrad, dann liest er das wieder aus, schickt mir das her und wenn ich da ein Mapping dafür habe, klar ist Voraussetzung, dann kann er das da wieder verwenden. Das kann man immer nur für ein Motorrad verwenden. Okay. Es ist natürlich auch klar, wenn der Roland das bearbeitet hat und schickt euch die Datei zurück und ihr spielt es drauf, ist es auch so, dass das Motorrad 100%ig läuft. Weil das hört man ja auch immer wieder, dass es ja Mappings gibt von anderen Herstellern, die natürlich auch nicht so einen Aufwand treiben. Die haut hinter die Lambda, ein Messgerät rein, einen Auspuff und dann wird da halt was rumgeschoben und dann soll das funktionieren. Und das sind ja genau die oberen Passstände, wo der Motor überhitzt sind. Ja, also wie gesagt, wir machen halt, wenn wir ein Mapping sagen, wir haben ein Mapping für diesen Auspuff, dann haben wir das wirklich auf den Prüfstand rausgefahren und nicht gesagt, naja, okay, der Auspuff ist jetzt ein bisschen offener, also machen wir da einfach mal in dem Bereich, den wir einfach mal 5% aufhätten, im Groben. So erstellen wir kein Mapping. Also alle unsere Mappings sind genau mit diesem Motorradtyp auf den Prüfstand rausgefahren. Für jeden einzelnen Auspuff. Alles andere würde ich nicht unter Leib bringen. Ja. Weil das ist immer meine Philosophie. Und ja, da gibt es natürlich Unterschiede auf dem Markt. Also Roland ist seriös, das habt ihr jetzt auch gemerkt, sicherlich schon durch das, wie er es ausführt, ist absolut technikaffin. Bin ich jetzt nicht so, muss ich ehrlich sagen, aber für mich muss es funktionieren. Aber ich denke mal, dass ihr da jetzt schon relativ viel mitgenommen habt und auch gesehen habt, dass das echt ein Aufwand ist zu machen. Ja, muss man sagen. Also der dritte Punkt wollten wir noch sagen, also wenn jetzt ein Kunde sagt, er will jetzt aber auf seinem Motorrad wirklich ganz genau haben, so gut wie möglich, dann kann man immer noch sagen, okay, er kauft sich zum Beispiel dieses Mapping mit dem Powergate, flasht es aber drauf und dann ein halbes Jahr später zum Beispiel macht man was aus und er kommt her und wir machen mit dem Motorrad eine Abstimmung. Also stellen aufs Motorrad drauf und machen eine individuelle Abstimmung auf dieses Motorrad. Dann hat man es halt, ja, genauer geht es dann nicht mehr. Ja. Dann hat man einfach die Serienstreuung von den Motorrädern, was man original ja aber auch hat. Wenn man in der Originalkonfiguration fährt, die schaut es ohne ein bisschen besser, dann schlechter. Das hat man dann eben draußen. Ja. Also das ist aber schon ein gewisser Aufwand. Genau. Ist nicht unbedingt notwendig, möchte ich mal behaupten, weil die heutigen Motorräder sind von den Toleranzen nicht mehr so groß, wie das schon mal früher war. Ja. Also die Mappings, möchte ich behaupten, funktionieren schon. Ja. Wie gesagt, wenn es einer ganz genau haben will, können wir das gerne machen. Ja. Da müsst ihr halt das Motorrad nicht herstellen. Weil klar, das unter dem Fahrrad zu machen ist sehr kompliziert, das geht nicht. Das heißt, ihr müsstet halt hier einen Termin ausmachen. Ihr könnt, klar, ihr seht ja schon, der Roland ist ein Techniker, der sitzt nicht den ganzen Tag im Büro. Und es ist einfach so, ihr könnt anrufen nachmittags ab zwischen 3 und 5, denke ich mal. Zwischen 2 und halb 7 eigentlich, ja. Also zwischen 2 und 18:30 Uhr könnt ihr anrufen. Da ist die beste Zeit und wenn da noch Fragen sind oder natürlich auch zuerst mal Kontaktaufnahme per E-Mail, dass er mal einfach schreibt, was er für ein Problem hat. Wir haben ja schon mal ein Video gemacht über das TTX 46 Federbein von Öhlins und da waren im Nachgang auch einige Fragen da. Das funktioniert auch, also da gibt es eine Antwort, auch wenn er, ich glaube ein Franzose hat mal geschrieben oder ein Italiener, das funktioniert auch für die Leute. Ich weiß, es sind ja sehr viele in der Gruppe, die Französisch oder Italienisch sprechen, aber da funktioniert es genauso. Ja? Ja, wir haben jetzt für die V85 auch, wie gesagt, fahrwerkstechnisch dieses Öhlins-Federbein, aber nicht ein spezielles Öhlins-Bein, das TTX 46. Und wir haben jetzt auch in Zukunft für vorne, für die Gabel, der Andreani Cartridge. Genau, was auch sehr gut funktioniert eigentlich. Also Leute, ich hoffe, dass wir euch das ein bisschen näher bringen können. Der Roland, hast du super gemacht. Also, ja, und ihr müsst einfach, überlegt euch das und wenn ihr Probleme habt, meldet euch. Ja, ist für mich auch absolut Neuland, dass man das so explizit einstellen kann, muss ich echt sagen, aber ist ja super. Ja, genau. Also, danke, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Daumen nach oben und super. Ja, Leute, das war jetzt ja ein ziemlich technisches Video und der Roland Dess hat es wirklich so erklärt, dass es zum Verstehen ist. Das hat jetzt doch ziemlich lange gedauert, aber ich denke, für den einen oder anderen wird sich das lohnen. Ich wollte jetzt noch schon 2, 3 Sachen sagen dazu. Also bei mir war es ja so, als ich 2008 zu Moto Guzzi kam,
Die erste Stelvio, die ich gefahren habe, die war ja auch, die hat unten ein enormes Loch gehabt, die war in den Alpen wirklich fast überhaupt nicht zu fahren. Du gabst Gas und dann ging die zuerst mal in das Loch rein und dann brauchte die Drehzahlen, dass sie kam. Und das hat der Roland in einer Prüfstandsfahrt wirklich fast alles perfekt weggekommen. Und bei der zweiten Stelvio, die ich gefahren habe, war das gleiche Thema. Also ich kann das nur herausragend loben, wirklich eine ganz tolle Sache. Und wenn man hier ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist, ist man da sicherlich richtig. Zum anderen werden natürlich im Internet, da habe ich auch mal nachgeschaut, sehr viele Mappings angeboten. Nach dem, was ich jetzt hier gesehen habe, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass andere Firmen so einen Aufwand treiben. Aber da muss man schon, wie der Roland ja selber gesagt hat, sehr perfektionistisch arbeiten, um hier auch dem Kunden gegenüber einfach das Beste anbieten zu können. Oder was ungenaue Messungen oder schlechte Mappings machen können, das hat der Roland ja erklärt. Also da ist ja bis zum Motorschaden wirklich alles drin. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ansonsten, ich war immer sehr zufrieden. Ich wusste, wenn meine Guzis hierher kommen zum Service, wurde alles gemacht, was notwendig war. Und das war auch nie ein Thema. Ich habe da vollstes Vertrauen dazu. So, ich hoffe, euch hat es alles ein bisschen gefallen. Und wenn ihr technische Fragen habt, ruft ihr einfach einen Roland an oder schreibt ihm. Die Kontaktdaten sind im Text hinterlegt, sodass hier Kontaktaufnahme gemacht werden kann. Also, danke, dass ihr dabei wart und bis bald. Euer Motorradtour und Motorrad Adventure Touring. Tschüss!